Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comic. Heute möchte ich euch die brandneue Reolink Duo 3 WLAN vorstellen. Die Duo 3 PoE, also die Variante mit der Netzwerkanbindung, habe ich euch bereits vorgestellt, habe ich schon vor einigen Monaten verbaut und heute möchte ich einfach mal schauen, wo liegt der Unterschied zwischen der WLAN-Variante und der PoE-Variante. Lohnt sich der Umstieg? Kann man vielleicht auf das Verlegen von Netzwerkkabeln verzichten? Reichen die Antennen aus? Wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran, denn darum geht es in diesem Video. Willkommen zurück an meine treuen Zuschauer. An all diejenigen unter euch, die heute das erste Mal dabei sind, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn euch das Thema interessiert, denn es werden viele weitere Videos folgen. Und wenn euch dieses Video gefällt, vergesst nicht, mir den Like zu geben. Heute möchte ich euch die Reolink Duo 3 vorstellen. Diese Kamera kommt in einer überschaubaren Packung. Ihr habt die Kamera, ihr habt die Halterung dabei. Es gibt ein Stromkabel inklusive, ein Verlängerungskabel 4 Meter inklusive. Ihr könnt also, wenn die Kamera bei euch zu Hause ankommt, sofort loslegen. Das finde ich schon mal eine schöne Sache. Gab ja auch Zeiten, wo man solche Sachen wie das Stromkabel separat sich erstmal kaufen musste. Tja, und warum jetzt WLAN? Wo ist der Unterschied zur PoE? Das ist die spannende Frage, der ich in diesem Video nachgehen will. Beginnen möchte ich an erster Stelle zunächst einmal, was die beiden Kameras gemeinsam haben. Beide Kameras bieten nahezu identische technische Spezifikationen. Sie unterscheiden sich letztendlich nur in der Art der Stromversorgung und der Datenübertragung. Ich zeige euch jetzt einfach mal, ja, wie ihr die richtige Wahl treffen könnt, was für euch vielleicht relevant sein könnte. Grundsätzlich gilt, beide Kameras haben eine 16 Megapixel UHD-Auflösung. 7680 x 2160 Pixel können dargestellt werden, das Ganze bei 20 Bildern pro Sekunde. Das liefert natürlich gestochen scharfe Bilder im Tage und auch in der Nacht. Die Kamera hat ein Dual-Linsensystem, das seht ihr hier vorne. Es gibt zwei Linsen, die ein 180 Grad Panoramabild darstellen. In der Nacht habt ihr farbige Nachtansicht, entweder über die Spotlights, die die Umgebung ausleuchten, oder über die LEDs, die Infrarot-LEDs, die die Umgebung mit Infrarotlicht ausleuchten, und ihr habt dann eine Schwarz-Weiß-Nachtansicht. Die soll so bis 30 Metern funktionieren. Bei mir in der Einfahrt mit der PoE-Variante funktioniert das sehr gut. Wenn ihr in die Ferne filmt, da fehlt dann doch ein wenig an Leistung. Beide Kameras nutzen 265er Codec für die Speicherung. Das heißt, es wird deutlich weniger Speicherplatz benötigt. Und ihr habt eine Zwei-Wege-Audiokommunikation. Die Kamera hat ein Mikrofon, sie hat einen Lautsprecher. Ihr könnt also direkt mit den anderen Personen reden. Die intelligente Bewegungserkennung, diese smarten Funktionen, Erkennung von Fahrzeugen, Personen, Tieren und so weiter, ist natürlich hier auch eingebaut. Finde ich eine super Sache, denn ihr könnt direkt von der Ferne mit dem Postboten reden, mit euren Kindern reden, Sachen überwachen oder eben Maßnahmen vornehmen, wenn da ungebetene Gäste bei euch auf dem Grundstück unterwegs sind. Was mir persönlich sehr gut gefällt, was bei der PoE-Variante auf jeden Fall funktioniert, ist die Integration in die Smart Home Systeme. Egal ob Google Assistant oder wie bei mir der Home Assistant, ihr könnt die Entitäten über die Systeme auslösen, könnt Routinen erstellen, und wenn die Kamera eine Person erkennt, könnt ihr das so einstellen, dass dann eine Lampe angeht, eine Klingel ertönt oder wie auch immer. Also da sind mittlerweile Möglichkeiten gegeben, die das Ganze richtig, richtig spannend machen. Wenn ich die Kamera hier so stehen habe, muss ich zwangsläufig immer an den kleinen Wolli denken. Kennt ihr den? Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, ob ihr das genauso seht. Wolli, der Letzte räumt die Erde auf, dieser kleine Roboter, der den Müll in seinen Bauch aufsaugt. Irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit sehe ich zumindest an diesem kleinen Roboter. Aber gut. So viel zu den Gemeinsamkeiten. Die Kamera hat aber auch Unterschiede im Vergleich zur PoE-Variante, also der Variante, die die Stromversorgung und Datenversorgung nur über das Kabel darstellt. So viel darf ich schon verraten: PoE funktioniert an dieser Kamera nicht. Ihr habt keine Möglichkeit, diese Kamera direkt über das Netzwerkkabel mit Strom zu versorgen. Also den Netzwerkanschluss, den gibt es. Das bedeutet, ihr könnt die Kamera durchaus an ein Netzwerkkabel anschließen und habt so eine definitiv stabile Verbindung zu eurem System, zu eurem Netzwerk, um die Daten abzurufen, aber ihr könnt eben keinen Strom übertragen.
Die Stromübertragung erfolgt über den zweiten Anschluss, der sich ebenfalls an dieser Kabelpeitsche befindet. Dort könnt ihr dann eben den Adapter anschließen, den Netzstecker. Entweder das Ganze direkt einfach einstecken und wenn dieses Kabel zu kurz ist, habt ihr noch eine Verlängerung. Das sollten die 4 Meter sein, um ja, diesen Stecker irgendwo geschützt unterzubringen. Ja, was die Installation angeht, da sind natürlich eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt, aber ihr müsst euch immer im Klaren sein, dass so ein Stecker gerade im Außenbereich immer eine Gefahrenzone ist. Zum einen was Feuchtigkeit angeht und natürlich auch auf Vandalismus und ähnliches, weil wenn der Strom weg ist, dann bringt euch ja die beste Kamera auch nichts. Was gibt es noch an Unterschieden? Ganz klar die Datenübertragung. Wenn ihr das Kabel nutzt, ja, dann ist es identisch, aber wenn ihr jetzt kein Kabel legen könnt und die Kamera irgendwo ja, auf eurem Grundstück im Garten oder wo auch immer installieren wollt und habt lediglich einen Stromanschluss und irgendwo in Funkreichweite einen Repeater, einen Router, also einen Funkempfänger, dann könnt ihr diese Kamera eben über die 2 Antennen ins WLAN einbinden. Und darin unterscheiden sich doch die beiden Kameras ganz wesentlich, denn mit Wi-Fi 6 ist hier schon was richtig Modernes eingebaut worden. Ihr habt 2,4 und 5 GHz, die im Frequenzband unterstützt werden. Alternativ natürlich das Kabel, wie ich bereits erwähnt hatte. Doch wie ruft man nun die Daten ab? Nun ja, diejenigen, die mir schon länger folgen oder auch schon Reolink-Kameras nutzen, wissen, ihr habt zum Abrufen der Daten, zum Abrufen der Live-Bilder, der Aufzeichnung und dergleichen mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr macht das Ganze über euer Smartphone, indem ihr euch die Reolink-App installiert, die Kamera einfach hinzufügt. Wie das funktioniert, das zeige ich euch gleich. Oder ihr könnt das Ganze am Computer, das seht ihr jetzt hinter mir, über den Client abfragen und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze am Browser abzufragen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze lokal bei euch zu Hause zu machen. Bedeutet, ihr könnt nur im eigenen WLAN unterwegs sein oder über einen Rechner, der per Kabel ans Netzwerk angeschlossen ist. Aber es besteht natürlich auch die Möglichkeit von unterwegs über die mobilen Daten oder über ja, einen Rechner, der über mobile Daten, fremde WLAN-Netze und ähnliches angeschlossen ist, auf diese Daten zuzugreifen. Da gibt es ein paar Einstellungen, die man in der Kamera vornehmen muss, um das freizuschalten. Ja, muss ich immer im Klaren sein, wenn ich die Kamera ans Internet lasse, dass entsprechende Sicherheitsmaßnahmen vorgenommen werden sollten. Wenn ihr dazu Fragen habt, Tipps oder Anregungen, schreibt mir bitte in die Kommentarspalte. Wenn ihr einmal unter dem Video seid, schaut doch mal in die Videobeschreibung hinein. Dort findet ihr viele weitere Informationen, Spezifikationen, Links und dergleichen zur Kamera. Dort findet ihr auch den Reolink Promo-Link, denn Reolink stellt mir diese Kameras regelmäßig zur Verfügung, damit ich sie euch vorstellen kann, damit ich sie testen kann. Am Ende mache ich ja regelmäßig ein Gewinnspiel, wo ihr die Kameras dann im Bundle gewinnen könnt. Also das Abo lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr wissen wollt, wo kriege ich das Teil her, wo kann ich das kaufen, was kostet so eine Kamera überhaupt, schaut unter das Video, nutzt den Reolink Promo-Link, da gibt es tolle Rabatte für euch und eine kleine Provision für mich und meinen Kanal, um das Ganze hier zu finanzieren. Ich sage schon mal Danke an der Stelle und hoffe, dass ihr mir spätestens jetzt das Like gebt. Um die Kamera auf eurem Smartphone in der App einrichten zu können, müsst ihr sie vorneweg unbedingt über einen Rechner, über einen Browser mit dem WLAN verbinden. Eine direkte Integration auf dem Wege ist nicht möglich. Ich habe die Kamera also mit dem Strom versorgt, habe anschließend ein Netzwerkkabel angeschlossen und die andere Hälfte in meinen Switch. Der Client, den ihr hinter mir auf dem Bildschirm seht, hat die Kamera automatisch erkannt. Ich konnte in dem Zusammenhang direkt ein Kennwort anlegen und die WLAN-Zugangsdaten eingeben. Das WLAN wird euch angeboten, ihr hinterlegt dort das Kennwort und schon verbindet sich die Kamera mit dem WLAN und bleibt dann mit auch verbunden. Sobald man den Stecker vom Netzwerk wieder zieht, läuft die Kamera automatisch über das WLAN. Ein kleiner Tipp an der Stelle noch für all diejenigen, die ein NVR nutzen. Wenn ihr die Kamera nun anschließt an das Netzwerk mit dem Kabel und am Client loslegen wollt, seht ihr, dass die Kamera automatisch erkannt wird, aber ihr könnt dort kein Kennwort eingeben. Beziehungsweise wird das Kennwort, was ihr euch aussucht, immer fehlerhaft abgewiesen. Der Grund ist recht simpel, denn sobald ihr einen NVR verwendet, muss jede Kamera, die am NVR angemeldet werden kann, und die Reolink Duo 3 kann am NVR angemeldet werden, muss diese Kamera dort zunächst mit einem Kennwort versehen werden. Das bedeutet, ich bin in meinen Keller gegangen, ich bin an meinen NVR gegangen, habe dort den Bildschirm gestartet, habe dort gesehen, eine neue Kamera wurde erkannt, habe dort
die Kamera aufgerufen und konnte direkt ein Startkennwort vergeben. Mit diesem Kennwort, was ich neu vergeben habe, konnte ich die Kamera dann am Client auch standardmäßig anmelden. Bedeutet, ich habe die Kamera am Client hinter mir zweimal. Einmal über den NVR abgebildet mit den Aufnahmen auf der Festplatte und ein zweites Mal abgebildet mit den Aufnahmen auf der SD-Karte. Und nun möchte ich gern, dass diese Kamera natürlich auch auf meinem Telefon verfügbar ist. Das Tolle ist ja, die Kamera ist bereits automatisch verfügbar, da ich sie über den NVR eingebunden habe und der NVR wird mir in der App ja bereits angezeigt. Aber ich möchte sie auch hier ein zweites Mal separat haben. Und dazu gehe ich nun wie folgt vor. Ich habe die App bereits gestartet, klicke oben rechts auf das Plus und soll direkt den QR-Code, der sich ja auf der Kamera befindet, fotografieren. Muss man ein bisschen hin und her wackeln, dann geht das recht zügig. Und nun kommt die Besonderheit wieder bei mir zum Tragen. Ich habe ja den Home Hub nach wie vor laufen und die App fragt mich jetzt, möchte ich diese Kamera direkt in den Home Hub einbinden oder eben als Standalone-Gerät weiterlaufen lassen. In dem Falle wäre es so, wenn ihr einen Home Hub nutzt und ihn damit verbindet, besteht das Risiko, dass die Kamera eben das WLAN vom Home Hub übernimmt und entsprechend dann eben die Reichweite auf dieses WLAN-Signal vom Home Hub beschränkt ist. Ich persönlich favorisiere daher immer diese Standalone-Variante, weil ich damit mein heimisches WLAN nutzen kann und mit Repeatern, Extendern entsprechend ja doch in die Entfernung gehen kann. Aus dem Grund eine Standalone-Lösung. Hier muss ich jetzt nochmal das Kennwort eingeben für die Kamera, was ich ja eben vergeben habe. Da halte ich mal kurz zu. Und ich bin online. Ihr seht jetzt mein Video-Setup, die Kamera läuft. Live-Bild, perfekt. Nun, da die Kamera ja auf meinem Smartphone installiert ist, kann ich sämtliche Einstellungen hier direkt am Telefon vornehmen oder eben am Client, was mir persönlich besser gefällt, weil ich da einfach einen größeren Bildschirm habe. Ich zeige euch jetzt am Client, welche Möglichkeiten es gibt, welche grundlegenden Einstellungen ich im Regelfall immer vornehme und welche Feinjustierung ihr vielleicht noch mitmachen solltet. Anschließend geht es raus auf meine Teststrecke, da werde ich die Kamera installieren. Über die App kann ich sie mir direkt ausrichten dahin, wo ich sie haben möchte, welches Bild ich haben möchte und dann bin ich mal gespannt, welche Tiere die nächsten Tage uns hier vor die Linse laufen, damit ich euch auch mal was zeigen kann. Ich möchte euch nun noch die wichtigsten Einstellungen zeigen, die ich unmittelbar nach Installation der Kamera vorgenommen habe. Ihr seht unten links, die Reolink Duo 3 Wi-Fi bzw. WLAN ist in meinem Client eingebunden. Ich habe ein relativ schwaches WLAN-Signal und über das Zahnrad komme ich in die Einstellungen. Sämtliche Einstellungen, die ich hier zeige, könnt ihr natürlich auch in der App vornehmen. Im Display habe ich lediglich das Wasserzeichen ausgeschalten und das Anti-Flackern auf 50 Hertz eingestellt. Das entspricht dem europäischen Stromnetz. Wenn ihr in den USA oder anderen Netzen unterwegs seid, müsstet ihr hier entsprechend eben ein anderes auswählen bzw. 60 Hertz. Die Tag- und Nachtumschaltung soll automatisch erfolgen und die Privatsphärenmaske, die möchte ich an dieser Stelle gleich einrichten. Hierzu geht ein kleines Fenster auf. Das kann ich in den Vollbildmodus wechseln, was ich jetzt an der Stelle nicht tun kann, da sonst die Aufnahmen nicht angezeigt werden. Hier könnt ihr kleine Vierecke ziehen, entsprechend in die Ecken verschieben und dort die Bereiche anlegen, die auf keinen Fall gefilmt werden dürfen. Also das Haus der Nachbarn in dem Falle weg, der Rest gehört mir, das kann so bleiben. Ihr könnt in bis zu 4 Vierecke ziehen und entsprechend anlegen. Mit dem Speichern-Knopf seht ihr, in der Ansicht ist hier bereits alles ausgeschwärzt. Ich kann es nicht sehen, ich kann es nicht filmen. Zurück ins Menü. In den erweiterten Einstellungen könnt ihr noch Farben und dergleichen anpassen. Relativ wichtig für diese Kamera mit den 2 Objektiven ist das sogenannte Stitching. Hier irgendwo in der Mitte befindet sich ja der Übergang von der ersten Linse zur zweiten Linse. Das sieht sehr, sehr gut aus bei mir. Wenn ihr hier eine Verschiebung habt, dass das nicht genau übereinstimmt, könnt ihr über die horizontale bzw. vertikale Einstellung hier die Linsen zueinander ausrichten. Bei meiner PoE-Variante musste ich das tun, weil der Blickwinkel relativ kurz war. Hier passt das aber meiner Meinung nach sehr, sehr gut.
Im Stream habe ich jetzt zunächst erst einmal in der klaren bzw. flüssigen Einstellung nichts verändert. In der hohen Auflösung bekomme ich die vollen 16 Megapixel mit 7680 x 2160 Pixeln. Die flüssige Auflösung, das ist die, die ihr zum Beispiel am Smartphone für die mobilen Daten nutzen könnt, ist die Auflösung deutlich niedriger. Man sieht immer noch sehr, sehr gut, was da passiert. Allerdings ist das Datenvolumen, was zur Übertragung verwendet wird, deutlich geringer. Ich persönlich mag es, den Bildratenmodus auf das konstante Niveau zu setzen. Standardmäßig ist hier Auto. Beim konstanten Modus wird zwar grundsätzlich mehr Datenvolumen erzeugt, aber durchweg mit einer höheren Qualität. Das heißt, schnelle Bewegungen sind doch sehr, sehr viel besser erkennbar. Zurück in die Bewegungserkennung. Die Markierung für die Beta lasse ich jetzt mal weg. Die Empfindlichkeit standardmäßig mit knapp 80%, die lasse ich an der Stelle auch stehen. Da geht es um grundsätzliche Bewegungen, da reden wir auch über Bäume, da reden wir auch über Schnee und Regen und ähnliches. Viel, viel spannender ist die intelligente Erkennung. Wenn das System nämlich einen Mensch, ein Fahrzeug, ein Tier erkennt, dann soll ja der Alarm losgehen. Hier stelle ich das Ganze aufs Maximum, auch wenn das Fahrzeug eher nicht über meinen Rasen fahren wird, aber man weiß ja nie. Die Alarmverzögerung lasse ich so, wie sie ist. Ich möchte sofort informiert werden. Über die Objektgröße könnt ihr festlegen, wie groß ein Objekt mindestens sein muss, damit der Alarm ausschlägt. Mittlerweile kann man das sogar getrennt festlegen für Personen, Fahrzeuge und Tiere. Ist zum Beispiel relevant, wenn ich nur Alarme auslösen will, die hier hinten irgendwo sind, dann muss ja die Person relativ klein sein hier im Bild. Das ist ja doch sehr, sehr weit entfernt. Die Nichterkennungszone ist ein weiteres Merkmal, das die Reolink-Kameras bieten. Im Gegensatz zur Privatsphärenmaske kann ich mit der Nichterkennungszone Bereiche ausmalen, da kann ich relativ viel malen sogar, die keine Bewegungsalarme auslösen sollen. Bedeutet, in dem Bereich, den ich jetzt hier grau unterlegt habe, kann ein Mensch, eine Katze sich bewegen, es würde aber kein Alarm ausgelöst werden. Das lasse ich. Ich möchte gern den gesamten Bereich weiterhin in der Alarmauflösung berücksichtigt wissen. Beim Licht gibt es nicht viel zu beachten. Die Infrarotlichter schalten sich automatisch ein. Der Spotlight schaltet sich bei Bedarf ebenfalls automatisch ein. Die Helligkeit erhöhe ich auf 100% und ich nutze den Smart-Modus für die Nacht. Bedeutet, wenn eine Person, ein Fahrzeug, ein Tier erkannt wird, wird eben das Licht automatisch eingeschaltet. Audio ist standardmäßig nach wie vor immer deaktiviert. Ich weiß nicht warum. Das möchte ich natürlich dabei haben. Ich möchte auf meinen Aufnahmen gerne hören, was ich da sehe. Die Lautstärke, die ist jetzt Geschmackssache. Die Kameras selber haben zwar einen Lautsprecher, den man recht gut vernehmen kann, aber es ist nun mal kein 120 Dezibel Stadionlautsprecher. Da muss man einfach sich mit abfinden, dass man da zwar sehr gut miteinander sprechen kann, aber eine Alarmsirene ist dann doch deutlich lauter. Die Rauschunterdrückung lasse ich auf dem Wert, wie sie von Werk aus schon mitgekommen ist. Das könnt ihr selber dann ausprobieren. Wenn ihr an einer dicht befahrenen Straße lebt oder ähnlichem, könnt ihr entsprechend das Rauschniveau reduzieren. Im Bereich Überwachung gibt es noch eine Einstellung bei den Aufnahmen. Und zwar möchte ich, dass die ältesten Dateien immer überschrieben werden. Das richtet sich ausschließlich auf die Aufnahmen, welche direkt auf der SD-Karte, welche ich in die Kamera eingesetzt habe, aufgezeichnet werden. Ich habe zusätzlich die Kamera auch noch am NVR laufen, am Netzwerk Videorekorder. Dort gibt es eigene Einstellungen, die kann ich auch getrennt voneinander nutzen. Die Voraufzeichnung habe ich aktiv. Das bedeutet, im Falle einer Bewegungserkennung bleibt nicht nur die Aufnahme ab der Bewegungserkennung gespeichert und abrufbar, sondern auch ein kurzer Bereich davor wird dauerhaft aufgezeichnet. Die Nachaufzeichnung setze ich auf 30 Sekunden. Das bedeutet, wenn eine Bewegung erkannt wird und die Bewegung auch weiterhin stattfindet, wird ab dem Zeitpunkt, ab dem die Bewegung nicht mehr erkannt wird, automatisch 30 Sekunden noch zusätzlich aufgezeichnet und im Anschluss wird die Aufnahme abgespeichert und das System geht quasi wieder in den Standby zurück. Im Zeitplan lege ich nun fest, ob ich nur Alarmaufnahmen nutzen möchte oder ob ich nur Timeraufnahmen, also einen Zeitplan für die Aufnahmen nutzen möchte. Ich kann aber auch sagen, ich nutze die Timeraufnahmen.
Das würde in diesem Fall bedeuten, eine 24/7 rund um die Uhr Daueraufzeichnung. Mit der aktivierten Alarmaufzeichnung habe ich dann später in meiner Timeline wirklich 24 Stunden pro Tag an Daten, kann aber gezielt nach Bewegung von Personen, Fahrzeugen und Tieren schauen und filtern. Also die Alarmaufzeichnung, meine Empfehlung sollte immer aktiv sein. Den Timer an sich nutze ich nicht. Der schreibt mir wirklich den Speicherplatz unnötig voll. Ich bin mit den Alarmaufnahmen vollständig zufrieden. Die zusätzlichen Einstellungen, die ihr vornehmen könnt, zum Beispiel das Versenden an eine E-Mail-Adresse, das Hinterlegen von einem FTP-Server, die Einstellung, um die Sirene zu aktivieren, bedeutet, wenn eine Bewegung erkannt wird, schrillt die laute Sirene los, so laut wie es eben die Kamera kann. Das lasse ich mal weg, weil ja doch bei jedem Fehlalarm macht man sich da sehr viele Freunde in der Nachbarschaft. Die Push-Funktion für den PC jetzt nicht unbedingt relevant, aber für das Smartphone durchaus. Bedeutet, ihr könnt eine Push-Funktion aktivieren und die Pausen, der Intervall von 20 bis 2 Minuten einstellen. Bedeutet auch hier, wenn ein Alarm erkannt wird, bekommt ihr umgehend innerhalb einer kürzesten Zeit eine Push-Benachrichtigung auf euer Smartphone und erst 20 Sekunden später wird erneut eine neue Nachricht ausgesendet werden. Auch hier kann ein Zeitplan festgelegt werden. Dazu wurde ich ja schon öfters mal gefragt, ob man das nicht individuell einstellen kann. Zum Beispiel, wenn man zu Hause ist, brauche ich das nicht. Wenn ich unterwegs bin, hätte ich aber gern die Push-Benachrichtigung. Sofern ihr einen regelmäßigen Tagesablauf habt, kann man über den Zeitplan durchaus automatisiert die Push-Benachrichtigung hinterlegen. Im Netzwerk gibt es noch Einstellungen, die gemacht werden können, müssen, je nachdem, um eben die Kamera auch in das Internet freizulassen. Ihr seht hier, die Kamera ist ausschließlich über WLAN verbunden. Ich habe kein Kabel angeschlossen. In dem Fall würde hier eine zweite Kachel stehen mit der Netzwerk-LAN-Anbindung. Die Netzwerkinformationen sind rein informativer Natur, aber hier in den erweiterten Einstellungen könnt ihr hinterlegen, ob die Kamera die Ports am Router automatisch öffnen soll, um selber in das Internet zu gelangen, um zum Beispiel per Smartphone von weltweit überall über die mobilen Daten die Liveaufnahmen und die Aufzeichnung abzuholen. Ich aktiviere hierfür die UPnP-Funktion, die eben an meinem Router die entsprechenden Ports öffnet, bestätige das Ganze. Ihr seht aufgrund dieses Hinweises, da hängt schon ein wenig Risiko mit hinten dran. Ihr solltet schon wissen, welche Ports da verwendet werden und wenn man die öffnet, dass es nicht nur nach außen geht, sondern theoretisch auch jemand zu euch nach Hause hineinkommen kann. Deswegen in den Servereinstellungen nochmal zusätzliche Daten, die man anlegen kann. Ihr könnt einzelne Ports direkt freischalten. Ich empfehle euch nicht, die ungesicherten Ports freizuschalten, sondern tatsächlich nur die gesicherten Ports. Das ist HTTPS, RTSP und auch die ONVIF-Funktion bedeutet, dass ihr auch mit externer Software auf die Daten zugreifen könnt, denn ONVIF ist ein allgemeingültiges Protokoll zur Nutzung der Video- und Tonaufnahmen. Das Ganze speichere ich und bin dann mit den Grundeinstellungen bereits fertig. Wenn ihr mehr wissen wollt zur Einrichtung der Kamera, was es da alles gibt, dann schaut mal oben rechts in die Ecke. Dort verlinke ich euch ein Video, wo ich dann doch deutlich tiefer auf die einzelnen Funktionen, die jede der Reolink-Kameras bietet, eingehe. Und an der Stelle möchte ich zum Fazit kommen. Die Reolink Duo 3 Wi-Fi WLAN, die hat mich durchaus überzeugt. Die Kamera unterscheidet sich in der Auflösung, in der Ausstattung nicht wirklich von ihrer PoE-Schwester, die ja schon seit einiger Zeit am Markt ist. 180 Grad Blickfeld in der horizontalen, 55 Grad in der vertikalen, die könnten ein klein wenig mehr sein. Ihr seht es, was das Bild angeht, da ist ein bisschen mehr möglich, aber es ist ausreichend und für mich hat es gereicht. Grundsätzlich stellt sich nun die Frage, für wen ist welche Variante geeignet? Nun, ganz klar, wenn sich die Kamera nicht groß unterscheidet in den beiden Modellen, dann lohnt sich die PoE-Variante für all diejenigen, die die Möglichkeit haben, ein Netzwerkkabel mit PoE, also mit Stromversorgung zur Kamera zu legen. Habt ihr diese Möglichkeit, dann nutzt die PoE-Variante. Meine Empfehlung, das ist besser. Das schützt vor Vandalismus, sorgt für eine sichere Stromversorgung und eben einen sicheren Datenabruf, ohne dass ihr vielleicht das Problem habt, dass das WLAN-Signal absichtlich oder unbewusst gestört wird.
Habt ihr keine Möglichkeit, ein Netzwerkkabel zu ziehen, aber eine Stromversorgung vor Ort, dann ist die Wi-Fi-Variante eine sehr, sehr gute Wahl. Ihr braucht lediglich den Stromstecker anschließen. Der Stecker ist zwar etwas klobig, kann aber dank des Verlängerungskabels irgendwo dort platziert werden, versteckt werden, wo ja, die Witterung bzw. Vandalismus kein Problem ist. Wenn ihr aber weder Strom noch Netzwerk habt, dann schaut euch vielleicht mal die Akku-Varianten an. In Verbindung mit einem Solarpanel wäre zum Beispiel die Argus 4 Pro oder die Altas PT Ultra mit PTZ-Steuerung eine sehr, sehr gute Alternative. Beide Kameras hatte ich übrigens schon getestet. Die Links dazu zu den Videos findet ihr oben rechts in der Ecke. Und an der Stelle findet ihr noch viel, viel mehr unter dem Video in der Beschreibung, nämlich den Promo-Link von Reolink. Denn diese Kamera wird von Reolink massivst beworben, auch mit tollen Vorteilen für euch, einem super Preis. Wenn euch das Ding interessiert, schaut unter dem Video in die Videobeschreibung, klickt den Link an und dort könnt ihr euch viel, viel mehr Details holen und die Kamera natürlich direkt auch kaufen. Dort findet ihr übrigens auch die Links zu den anderen Produkten, die ich getestet habe und mit denen ich zufrieden bin. Dem NVR, dem Home Hub oder eben auch die Stromversorgung über PoE. All diese Geräte habe ich euch dort verlinkt. Und nun seid ihr dran. Schreibt mir unter das Video in die Kommentare, wie findet ihr mein Video, wie findet ihr die Kamera, wo seht ihr die Unterschiede zwischen diesen beiden Modellen in der Ausstattung, aber auch in der Anwendung. Freue ich mich auf das Feedback, tausche ich mich auch gerne mit euch aus. Und wenn ihr einmal da unten seid, gebt mir das Like, abonniert meinen Kanal für das nächste Video und an der Stelle bin ich bereits fertig. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!